gab viele schöne Erlebnisse. Also wir haben in tollen Locations gespielt, sei es Open Air oder in Clubs. Viel chaotische Sachen, viel lustige Sachen. Also es war wirklich viel dabei, was ich überhaupt nicht missen möchte. Also das waren sehr gute 8 Jahre, also auf alle Fälle. Also möchte ich auch nie missen. Nur also, ich sag mal, jeder Trip, jedes Konzert, jede Show mit der Band ist eigentlich wirklich ein Genuss und ein schöner Part im Leben. Das ist eben, wie gesagt, unsere Legende, unsere Mythologie. Das geht über, hey, ich habe mal in einer Band gespielt, geht das weit drüber hinaus. Wir haben 20 Jahre unseres Lebens mal mehr, mal weniger miteinander verbracht. Und als ich dann zum Mikro hingegangen bin und der Song beginnt ja mit so einem Schrei und ich fange da an zu schreien und plötzlich war es mir, als würde sich irgendwie eine Tür öffnen und ich wusste, das ist das, was ich machen will, für immer. Das ist das Ding. Ja, begonnen hat alles 1996 und zwar im April 1996 haben wir unser allererstes Demo aufgenommen. Ich habe Ashley kennengelernt an der Zugstation in Wisselburg, wie wir beide auf den Bus gewartet haben um 8 in der Früh. Also dort habe ich ihn das erste Mal gesehen, kennengelernt haben wir uns dort nicht. Aber dort ist eine Menge an Menschen gestanden und er ist aus der Menge herausgestochen, vielleicht jetzt nicht zwingend wegen der Größe, aber es war eindeutig, okay, unter den 50 Leuten ist einfach einer, der definitiv anders ist. Das sieht man 500 Meter. Und ich hatte ganz neu dieses neue Projekt, damals noch zu Beginn noch ohne Namen, und habe ihn gefragt, ob er mir nicht dabei helfen kann, ein Demo aufzunehmen. Soweit ich mich erinnern kann, hat er mir erzählt, dass er quasi in einer anderen Band spielt, glaube ich, und aber auch sein eigenes Projekt hat und seine eigene Musik oder das jetzt machen will. Und ich habe wahrscheinlich dann irgendwann erzählt, dass ich einen 4-Spur-Kassetten-Tape habe. So wie man, war ja damals nichts mit Computer oder irgendwas. Ich habe von meinen Eltern halt klassisch zu Weihnachten geschenkt bekommen, den 4-Spur-Rekorder mit den Kassetten. Und ich habe ihm davon erzählt, dass ich quasi was habe, wo man aufnehmen kann. Und er hat erzählt, ja, ich habe Musik, die ich gerne aufnehmen würde. Und meine nächste Erinnerung ist, dass er mich dann irgendwann an einem Wochenende von zu Hause abholt, ich mit meinem 4-Spur-Kassettenrekorder, und wir dann zu seinen Eltern nach Hause gefahren sind. Und bei ihm im Schlafzimmer klassisch am Boden sitzend, beide mit dem 4-Spur-Rekorder zwischen uns, halt die ersten Whispers in the Shadows Demos aufgenommen haben. Das hörte auf dem schrecklichen Namen Nebeltanz. Fragt mich bitte nicht warum. Von Produzieren ist er noch weit entfernt gewesen. Wir haben halt gewusst, wo die Rekordtaste ist und haben die einfach gedruckt und waren extrem stolz drauf. Und waren wahrscheinlich auch der Meinung, dass es ziemlich grandios ist, was wir da machen. Es gab dann ein Angebot, live spielen zu können, und natürlich wollte ich auch immer live spielen, weil das natürlich immer schon das war, der eigentliche Grund war, warum ich überhaupt Musik machen wollte. Ich wollte auf eine Bühne, ich wollte das präsentieren. Ich habe mir gedacht, ich habe irgendwas zu sagen, beziehungsweise hatte ich das Bedürfnis, irgendwas zu sagen. Und dazu brauchte ich natürlich auch Leute, die mir dabei helfen, das umzusetzen. Der Richard war logische Schlussfolgerung, weil er mit mir auch schon bei Sango Setzenis gespielt hat. Dort allerdings Keyboard, und ich habe ihn einfach gefragt, hey, magst du nicht Bass spielen? Und er meinte, ja, habe ich Lust zu, mache ich. Und den Sebastian kannte ich eben schon, wie gesagt, der hat mir schon bei den Demos geholfen aufzunehmen. Ich wusste, dass er ein sehr, sehr guter Gitarrist ist. 50% Freundschaft, was ja in dem Alter ist ja nicht können,
die Triebfeder, mit jemand Musik zu machen, weil ich meine, wir waren alle blutige Anfänger, sondern hey, es ist Sympathie. Und die anderen 50% sind einfach Mangel an Alternativen, weil es hat sonst niemand gegeben. Wen hätte man sonst fragen sollen? Und dann hatten wir relativ schnell ein Angebot am Tisch von einer Plattenfirma aus Liechtenstein, die damals anscheinend alles, was irgendwie aus der Darkwave, Gothic Rock Richtung aus Österreich kam, gesigned haben. Das war MOS Records. Und hatten wir diesen Plattenvertrag am Tisch und plötzlich hieß es, ja, wir müssen Songs schreiben für das erste Album. Und ein paar Monate später dann in die Schweiz fahren und das dort aufnehmen. Und wir sind dann in die Schweiz in ein Studio gefahren. Ich meine, das war einfach wirklich, das war scheiß aufregend. Das ist man mit dem Nachtzug hingefahren, 10 Stunden irgendwie, sind wir zu dritt hingefahren, Ashley, der Richard und ich. Die ersten 2 Tage, oder war es nur der erste Tag, mir kam es auch vor wie eine ganze Woche, ging es nur daran, die einzelnen Spuren des Drumcomputers aufzunehmen. Und mein erster Studiotag meines Lebens als professioneller Musiker in einem wirklich professionellen Studio war folgendes, dass ich am Sofa gesessen bin und gehört habe, zum Beispiel eine Bassdrum-Spur, die gemacht hat, Bum, 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 5 Minuten lang, 7 Minuten lang, wie auch lange ich immer die Songs halt gedauert habe. Dann die Snare Drum. Und da saßen wir. 1 Tag oder 2 Tage, wie gesagt, weiß ich nicht. Einer der langweiligsten Tage meines Lebens. Und da wurde mir bewusst, dass das alles vielleicht gar nicht so glamourös ist, wie man sich das eigentlich so vorstellt. Zumindest am Anfang. Tag 3 fand ich es dann richtig spannend und am Tag 5 waren wir komplett fertig. Das Album war aufgenommen, alle Instrumente waren aufgenommen, es war abgemischt, es war sogar schon gemastert. Das ganze Laudanum-Album zu produzieren hat sozusagen nur 5 Tage gedauert. Es war eigentlich ab dem ersten Moment auch klar, hey, das ist jetzt keine Basisdemokratie, sondern hey, da gibt es einen Chef, der übernimmt die Verantwortung, der ist auch derjenige, der das am Leben hält. Und wir sind aber nicht seine Handlanger, sondern wir sind seine Partners in Crime, glaube ich, sagt man. Nach den ersten beiden Alben gab es einen Umbruch in der Band. Der Richard hatte irgendwie keine Zeit mehr, der Sebastian wollte sich woanders hin entwickeln. Man hat dann einfach beschlossen, also man hat das nicht beschlossen, es war ein stilles Einvernehmen, einfach ein Jahr lang nicht miteinander zum Reden, weil das einfach die bessere Option ist. Und wie das so ist, wenn dann beide Seiten sich auch wieder ein bisschen beruhigen, hat man dann draufgekommen, hey, man hat sie im Endeffekt trotzdem noch eigentlich immer viel zum Sagen und hat sie gern. Von dem Zeitpunkt weg habe ich dann quasi sporadisch Gitarre gespielt, aber meine Zeit als, glaube ich, offizieller Whispers-Gitarrist ist zumindest in meiner Erinnerung quasi die ersten 3 Jahre. Naja, ich habe im Prinzip die Jungs von Whispers eigentlich schon kennengelernt, eben durch, weiß nicht, frühere Bands wie Sanguis et Sinis und Agony, wo auch der Sebastian mitgespielt hat. Und eigentlich habe ich mir irgendwann mal ein bisschen Geld zusammengespart und habe mir ein Keyboard gekauft. Und eigentlich, sobald ich das Keyboard gehabt habe, hat mich der Ash gefragt, ob ich nicht bei Whispers spielen mag, bevor ich eigentlich noch richtig spielen habe können. Also ich habe dann so mit 2-Fingersystem angefangen und so und habe mir halt dann irgendwie halt in Eigenregie das Ganze beigebracht und ja, mittlerweile 18 Jahre später sitze ich noch immer da und spiele Keyboards bei Whispers. Das Bandgefüge hat sich dann neu ergeben und da ist eigentlich dann so die
Konstellation, die die letzten 15 Jahre fast unverändert geblieben ist, ist dann zusammengekommen. Das war dieses Dreiergespann mit Martin Acid, mir und Ashley. Dass sich mein musikalischer Geschmack damals auch etwas verändert hat und sich ein bisschen geöffnet hat, sagen wir es mal so. Und ich schon eher einen rockigeren Sound im Kopf hatte. Für das dritte Album war es irgendwie ganz klar, wir brauchen einen echten Schlagzeuger. Wird nicht möglich sein, ein wirkliches Rock-Feeling reinzubringen mit dem Drumcomputer. Das war uns irgendwie klar. Also haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem Schlagzeuger, den hatten wir dann auch gefunden, mit dem Huben hieß der. Das war unser allererster Schlagzeuger. Und wir waren ganz, ganz begeistert ob der Möglichkeiten, die sich plötzlich auftaten. Und wie viel mehr Druck das Ganze hatte dann, vor allem auf der Bühne. Ja, somit wurde dann Album Nummer 3 wirklich eine Öffnung und der erste Neubeginn. Mitte 2000, nachdem die Taste of Decay rausgekommen ist, sind wir dann nach Wien gezogen und hatten dann halt hier unsere WG. Das war der Martin, ich und der Fork. Wir sind ja alle auch gute Freunde, also abseits der Band. Hatten hier auch einen Proberaum, haben mit dem Kurt einen neuen Drummer gefunden, der technisch 100.000 Mal besser war als sein Vorgänger und uns sehr, sehr gefordert hat und uns sehr, sehr viel gebracht hat und ein riesen Einfluss auf die Permanent Illusions auch war. Ich würde eigentlich nur mit einem Lied Und das war bei Whispers immer der Antrieb eigentlich dahinter, oder bei mir vor allem auch der Antrieb dahinter, dass man sich immer auch irgendwohin weiterentwickelt, dass man halt nicht stehen bleibt, sondern halt sich und auch sein Publikum immer überrascht. Das muss nicht immer positiv sein, vor allem die Reaktionen waren auch nicht immer positiv in die Richtung, in die wir gegangen sind. Es gab auch Zeiten, wo unser Publikum sehr mit Unverständnis reagiert hat, was wir da machen. Eben als wir angefangen haben, dann rockiger zu werden, Alternative-Einflüsse reinzuholen, das hat der Cure-Brigade gar nicht gefallen. Die waren dann nicht sehr begeistert und so. Und man musste sich dann also auch so einiges nach den Konzerten dann anhören, als wir unterwegs waren bei der Permanent Illusions. But it's all forgiven. Ja, es waren irgendwie sehr spannende Entwicklungen halt irgendwie dabei, eben zu den Anfangszeiten, wo halt irgendwie das Ganze noch relativ Cure-lastig war. Das Ganze dann in ein bisschen einen rockigeren oder sogar teilweise progressiv-rockigen Kontext irgendwie mit der Taste of Decay und der Permanent Illusions irgendwie gewandert ist. Und dann hin zum, zum Gothic-Rock-Zyklus der letzten 4 Alben. Und halt noch dazwischen ein verlorenes Album, mehr oder weniger. Also Teile daraus wurden veröffentlicht auf der Remix- und Raritätenplatte, die hieß Borrowed Nightmares and Forgotten Dreams. Die Entwicklung hat der Band auf jeden Fall sehr gut getan und war auch immer in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Also Whispers kennengelernt habe ich
98, also 1998. Aufmerksam geworden bin ich durch ein Musikmagazin, wo halt ein Bericht drin war über Whispers in the Shadow und ich die Bilder gesehen habe und dachte, Mensch, der Typ sieht aus wie Cure-Fan. Mal schauen, was die für Musik machen. Den Lazy kennengelernt habe ich schon Jahre bevor er zur Band gekommen ist. Er ist quasi ein Fan der ersten Stunde. Wir hatten dann auch immer wieder Kontakt miteinander, auch auf Konzerten war er dann oft da, dann haben wir oft gesprochen. Es gab mal so die Idee oder Anfrage für einen Remix. Das war 2008 und ja, dann habe ich halt geguckt, was ist so. Es gibt so an Whisper-Songs, die ich halt irgendwie gerne mal überarbeiten würde, so meinen eigenen Einfluss mit reinbringen möchte und bin dann auf den Song Train, also einer meiner Lieblingssongs, gestoßen und habe den halt überarbeitet. Und wir waren alle irrsinnig begeistert von diesem Remix. Und irgendwann kann ich mich erinnern, bei einer Party davor und ich sitzen da und überlegen so und dachten, cool, spielen wir doch diese Version, wir hatten diesen WGT-Gig 2009, spielen wir doch diese Version auf dem Gig. Der Lazy ist ja vielleicht da, Leipzig ist nicht weit weg von dort, wo er wohnt. Fragen wir ihn, ob er nicht mitspielen will, die eine Nummer, und wir spielen das in dieser Version. Ja, es hat mit den ersten Proben gut funktioniert, mit den ersten Gigs super funktioniert und seitdem bin ich halt dabei. Das mit den okkulten Themen bei diesen 4 Albumzyklus, überhaupt diese Idee, diesen 4 Albumzyklus zu machen und damit eben die 4 Hauptstationen des alchemistischen Läuterungsprozesses zu vertonen, ging eben Hand in Hand mit meiner Beschäftigung mit dem Okkulten generell. Ich hatte immer schon einen Faible dafür, die musikalisch eine Neuinterpretation dessen, was für mich Gothic Rock immer war, darstellten. Und somit war klar, es gibt ein Konzept für eine gewisse Periode, die 4 Alben umfasst. Es gibt ein textliches Konzept, grafisches Konzept und es gibt ein musikalisches Konzept, das man umsetzen will. Für die grafische Umsetzung zeichnet sich verantwortlich der Gerhard Simader, auch bekannt als Spine. Jeder Song bekam eine eigene Grafik und diese Grafik wiederum stand für eine Tarotkarte. Als logische Schlussfolgerung daraus gab es am Ende des Zyklus dann ein eigenes Tarotkartenset. Die Frage ist nur, wie führen wir quasi den Hörer von Song 1, von dem ersten Teil bis zum letzten. Das letzte Album, Beyond the Cycles of Time, sehe ich als das kälteste Album der Bandgeschichte an. Was auch damit zu tun hat, dass das Konzept nicht mit einem Happy End beendet wurde. Es ging eigentlich mehr oder weniger schlecht aus, beziehungsweise es ging gar nicht aus, wenn man nämlich drauf kommt, dass der erste Song des Albumzyklus The Arrival und der letzte Song des Albumzyklus The Departure heißt, dann glaube ich, begreift man schon ungefähr, was dieser ganze Zyklus zu bedeuten hat. No order, only chaos. Die Story von Whispers in the Shadow ist auch eng verknüpft immer mit vielen Drama-Geschichten. Also da könnte man ein eigenes Kapitel und sehr viel erzählen. Also das war immer eine Position, die gewechselt hat. Mein erster Gig war vor 2 Jahren, ziemlich genau. Also 2014. Da war ich noch aushilfsweise dabei für 2 Gigs. Und seit einem Jahr bin ich fixes Mitglied. Der vorige Schlagzeuger ist ein Freund von mir. Er hat mir eben gefragt, ob ich einspringen kann für ihn. Das war der Georg, der letzte Schlagzeuger. Ja,
Mittlerweile habe ich ihn jetzt abgelöst. Ein bisschen die Family irgendwie. Und wenn man gefragt wird, macht man einfach gerne, wenn man Teil dieser Familie ist. Und das ist ja in meinem Falle, hat sich das ja dann, ist das Gitarrespielen der kleinere Teil gewesen. Es war dann eher die Zusammenarbeit im Studio, die ja dann wirklich zum Teil sehr intensiv auch geworden ist. Und vor allem auch den Gesang aufzunehmen. Ich kann mir nach wie vor es sehr schwer vorstellen, mit irgendjemand anders Gesang aufzunehmen, weil er genau weiß, welche Knöpfe er bei mir drücken muss, dass das beste Resultat rauskommt. Und er auch sich nicht davor scheut, jetzt sich hinzustellen und mit mir eine ganze Nacht, ich nehme die Vocals am liebsten in der Nacht auf, eine ganze Nacht oder 2 Nächte dann hintereinander die komplette Platte einzusingen und das zu betreuen eben durch die ganze Nacht. Da gibt es auch nicht viele Leute, die das so machen würden. Aber wenn du mich fragst, hey, wie sind Whispers-Aufnahmen, dann habe ich das in Erinnerung, dieses, hey, wenn man mal gemeinsam im Studio ist, dann ist man eigentlich sehr, sehr schnell, weil man sehr zielgerichtet arbeitet, weil es eben den einen Menschen gibt, der einfach die Verantwortung übernimmt und aber er sich mit Menschen umgibt, denen er vertraut und wo man sagt, hey, da gibt es jetzt nichts zum Diskutieren, da gibt es nicht stundenlange Diskussionen oder irgend sowas. Alles das, was normalerweise normal ist in dem Fall einfach nicht notwendig. Und obwohl er schon jetzt wirklich jahrelang nicht mehr in der Band als solches ist er trotzdem immer noch in der Band. Here comes expiration, the sort of revelation that dreams bring to you every night. And with the dark, the shadows come, pressing hard against the wall, pressing until they fall. Ja, die Geschichte gibt es auch. Das war eben in einer der Nachtsessions, haben wir dann einfach Wasser. Also die Nachtsession, das war wahrscheinlich die einzige Nachtsession, wo wir nicht so viel geschafft haben, wie wir gern wollen hätten, weil das Studio einfach überflutet worden ist. Also ich habe ja meinen Arbeitsraum, so wie sie das klassisch gehört, im Keller. Ja, und wenn da einfach ein Sommergewitter ist, wie es in dem Fall auch der Fall war, dann kann es schon mal sein, dass eine Überschwemmung im Studio ist. Wir sind damit umgegangen, haben das Gröbste beseitigt und meines Wissens haben wir am nächsten Tag dann einfach weitergemacht. Es gibt natürlich Lustigeres, es war vor allem ärgerlich, weil wir eigentlich super im Aufnehmen waren, aber ja. Before me, Raphael. Behind me, Gabriel. On my right hand, Michael. On my left hand, Orion. Videodreh von Rites of Passage. Ja. Okay, wenn du dahin magst. Ja, es war eine anstrengende Nacht, sagen wir mal so. Wahrscheinlich der anstrengendste Tag, nicht wahrscheinlich, sondern der anstrengendste Tag meines Lebens und ich glaube, für die anderen war das ähnlich. Es war richtig pain in the ass, dieser ganze Dreh, es waren alle total erschöpft. Wir haben, glaube ich, einen 24-Stunden-Dreh gehabt. Ich darf verraten, wir hatten keine Drehgenehmigung. Wo die Location ist, verrate ich nicht. Die Dreharbeiten in irgendeinem verlassenen Haus in Niederösterreich irgendwie. Und zur Location gab es dort gar nichts. Also ich meine wirklich nichts. Kein fließendes Wasser. Es gab einen Bach, also es gab Wasser, aber kein Wasser aus einer Wasserleitung. Es gab keinen Strom. Es gab nicht mal eine Straße dorthin. Also man musste da improvisieren. Wir brauchten einen Generator, der dieselbetrieben war, der dann auch mitten in der Nacht immer wieder
ausgefallen ist, dann stand man in vollkommener Dunkelheit. Wir hatten ein gecastetes Mädel. Es gab eine Szene, wo sie gefilmt wurde, wie der Charakter, der da in dem Video bearbeitet wird, schläft. Und die war so erschöpft, dass sie wirklich geschlafen hat. Ich war noch nie so müde in meinem Leben wie nach diesem Dreh. Ich war so müde, dass man fast nicht mehr schlafen konnte, kann ich mich erinnern. Das Ergebnis hat die Anstrengung natürlich irgendwie auf jeden Fall gerechtfertigt. Es war auch ein Erlebnis in der Hinsicht und so, vor allem wenn man dann um 2 in der Früh in irgendeinem verlassenen Haus dann die Anlage aufreißt und dann mehr oder weniger die Bandaufnahmen halt zu dem Song macht. Ja, aber jeden Tag brauche ich das nicht, sagen wir mal so. Bestes Konzert. Nein, der zweite Gig, das war in Warschau. Eine ziemlich große Halle. Ja, das war ganz cool zum Spielen. Toll war, um ein paar Sachen rauszupicken, die richtig großen Festivals wie Amphi-Festival und Terra Luna, mal vor einer riesen Menge von Menschen zu spielen. Sicherlich, die erste Show war auf alle Fälle bedeutend. Ne? Also der erste Gig war in Brünn und dann eigentlich so danach der zweite Gig war im WGT in Leipzig 2009. Also das war schon wirklich einer der besten Gigs. WGT 2013 muss das gewesen sein, auf der Parkbühne. Ich erinnere mich noch sehr gut, es war, ich glaube 15 Minuten vor dem Konzert, habe ich kurz so noch vorgeschaut. War ziemlich leer und ich habe zu Martin gesagt, oh nein, keiner da. Dann 4 Stunden später lief das Intro, wir gehen raus, alles voll. Ich dachte mir, was ist jetzt los? Applaus brandete auf und ich wusste schon, ich glaube, das könnte richtig gut werden. Und es war eines dieser wenigen Konzerte, wo wirklich alles gepasst hat. Der Sound auf der Bühne war perfekt, wirklich perfekt. Die Leute waren aufmerksam und zugehört, man merkt irgendwie, okay, die sind wirklich da, um das aufzusaugen, was man da macht. Ein anderes, Jahre davor, ein sehr, sehr wichtiges, und auch in der Band wird immer noch sehr, sehr viel über dieses Konzert geredet, war das Gothic World Festival, glaube ich, hieß es, in Geretshofen 2000. Der Martin redet da auch immer wieder sehr gern davon. Das, was ich irgendwie am leibendsten in Erinnerung habe, war Geretshofen. Das war einfach ein Moment auf der Bühne, der grandios war, den ich vorher und nachher nie wieder erlebt habe. Wo bei Drowning Like the Moon im Prinzip die komplette Band in wirklich einer konkreten Einheit gespielt hat. Jeder auf den anderen Musiker sofort reagiert hat und das da ist ein Ergebnis rausgekommen und ein Gefühl auf der Bühne beim Spielen, das ich, wie gesagt, eben nie wieder erlebt habe und einen gewissen magischen Moment einfach erlebt habe. Ich würde nicht sagen außerkörperliches Erlebnis, aber geht schon in diese Richtung, wenn halt alles passt und man dann, so wie wenn man im Auge des Hurricanes steht und obwohl es ganz laut ist, ist es ganz ruhig und alles bewegt sich irgendwie ganz langsam. So könnte man das beschreiben. Das passiert sehr, sehr, sehr selten. Das sind die allerbesten Konzerte. Man jagt ja genau diesem Gefühl immer hinterher bei jedem Konzert. Man erreicht es sehr, sehr selten. Dieses Konzert war eines davon. Forgotten realm of a golden
schlechtestes Konzert. Man verdrängt die ja so gerne. Das ist schwierig. Es gab einige schlechte Konzerte in unserer Karriere. Naja, da fällt mir mal die Burg Rheinsberg ein. Da war ein wirklich sauber mieses Konzert, das wir nach ein paar Nummern abbrechen müssen, weil sie uns die Anlage abgedreht haben, wir furchtbar besoffen waren und sowieso nichts mehr gerade rausgebracht haben. Ja, also ich würde mal sagen, das gehört zu den Top-Favoriten für die schlechtesten Konzerte. Ende der 90er ein vermeintliches Konzert mit Christian Death in München. Da ist aber irgendwas schief gelaufen. Also der Tag war verbunden mit wir tuckerten umsonst nach München, kamen keine Gage, konnten nicht spielen und haben unsere Autos demoliert. Also das war das erste Erlebnis. Nämlich nicht zu spielen auch, kann ich gleich sagen. Nicht zu spielen ist sicher das schlechteste Konzerterlebnis. Ganz am Anfang, das war dann wahrscheinlich so 97, eben noch als Trio mit Richard und Sebastian, da haben wir gespielt. In Niederösterreich am Land, wo wir ja damals gewohnt haben, bei einem Festival, das hieß Christmas Massacre. Man muss dazu sagen, damals, es gab nicht sehr, sehr viele Bands in dieser Region. Die es gab, machten eigentlich Death Metal. Ganz klassischen Death Metal mit tief gestimmten Gitarren, Vocals und voller Testosteron und Gebrüll und Gebolze. Und dann, warum, aus welchen Gründen auch immer, der Veranstalter hat uns dorthin als Headliner gebucht. Vor uns spielte eine Death Metal Band und ja, keine Ahnung. Und wir kamen dort auf die Bühne und wir sahen schon eine Horde betrunkener Leute irgendwie. Ich erinnere mich, wir hatten vorher unten an der Bar schon ein paar Probleme, ein paar Leute, Schwuchtel, wir hatten Make-up oben, wie sich das gehört, auftopierte Haare damals noch. Ja, also ganz klassische Grufti-Outfit. Ja, und dann kamen wir da auf die Bühne, wir spielten ungefähr 2-3 Songs im Set drinnen und plötzlich denke ich mir, was ist das für ein Geräusch? Was ist da? Ein Klopfen, total gegen den Takt die ganze Zeit. Dann schaue ich runter von der Bühne, hat dort einer dieser Wahnsinnigen einen Christbaum, da waren Christbäume auf der Seite als Dekoration, weil es war ja Christmas Massacre zur Weihnachtszeit, hat einer dieser Wahnsinnigen einen Christbaum rausgerissen aus einer Verankerung und um uns aus dem Takt zu bringen, weil er die Musik so sehr hasste, hat er gegen den Takt auf den Boden mit dem Baum gehauen. Wie ein Wahnsinniger und da war er auch noch gebrüllt. Das Gebrüll haben wir nicht gehört, weil wir waren nicht sehr, sehr laut auf der Bühne wie meistens. Aber dieses Klopfen hat man eben gehört. Und ich dachte mir, was ist jetzt los? Wir mussten dann auch abbrechen, dann kam der Veranstalter auf die Bühne, der versucht hat, die betrunkene Meute zu beruhigen und dann, ja, beruhigt euch, denen das nicht gefällt, die können ja nach draußen gehen und die anderen kommen nach vorne. Wir haben das Konzert dann auch irgendwie zu Ende gebracht, ich kann mich erinnern, mir ist dann auch noch eine Seite gerissen, es war dann echt, ja, wir haben uns dann alle am Ende betrunken und heute lacht man drüber, damals dachte man auch so, wir müssen hier weg. Into the Arms of Chaos, das wahrscheinlich auf seine Art und Weise wichtigste Album der Bandgeschichte. Ich würde jetzt nicht sagen mein liebstes Album, aber definitiv das wichtigste, weil es ein totaler Neuanfang war. Es hat Whispers komplett neu positioniert. Wir waren wieder da. Man hat wieder über uns geredet. Wir waren wieder auf Tour. Die Kritiken waren die besten Kritiken, die wir jemals bekommen haben mit der Platte. Zu Recht, finde ich. Lieblingsalbum? Es ist auf jeden Fall eines der letzten 4, aber da bin ich ein bisschen unschlüssig. Die Eternal Arcane war halt auch... Ja, irgendwo wahrscheinlich entweder die Chaos oder die Eternal Arcane. Bin ich jetzt gerade ein bisschen unschlüssig. Zurzeit würde ich sagen, dass Rites of Passage mein Lieblingsalbum ist. Das kann ich nicht benennen, tut mir leid. Vielleicht mag ich es deswegen auch am liebsten, weil es zu 100% genau das geworden ist, was ich mir dachte, was es hätte sein sollen. Lieblingssong würde ich sagen Reveal the Light, weil der genauso wurde, wie ich es mir vorgestellt habe.
ich stehe mir auf die schnelleren Sachen. In der Vergangenheit war es echt ziemlich lang Drumming Like the Moon, eben aufgrund von dem Geretshofen-Erlebnis. Es hat dann auch immer wieder so die Zeit gegeben, wo mir die ganzen langen Nummern extrem gut gefallen haben, so Permanent Illusions und Down by the Sea. Aus den alten Tagen ist sicherlich so Train einer so der Favoriten von den letzteren Alben und Songs, finde ich halt Rites of Passage ziemlich cool, also ist auch eine Nummer, die live sehr viel Spaß macht. Es ist nicht repräsentativ für das, was wir gemacht haben, aber mein Lieblingssong ist A Mentor Descending. Left Hand Anthem ist auch eine meiner absoluten Lieblingsnummern. Ja, es glaube ich, es sind mehrere Nummern einfach, also, und unter denen wechselt es gerade immer wieder ab, was ich gerade wieder für einen Ohrwurm irgendwie halt im Kopf habe, und ja, heute ist wieder Mente im Kopf. Die 20-Jahre-Show wird auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt. Das habe ich schon bei den Proben gemerkt, weil es natürlich sehr, sehr interessant ist, teilweise Songs zu spielen, die wir ich glaube, da sind Songs dabei, die wir seit 18 Jahren nicht mehr gespielt haben. Und das ist dann schon wieder so, als würde man ein altes Tagebuch aufmachen und darin blättern und sich denken, aha, so war ich damals, interessant. Es wird ein langes Konzert werden, es wird eine anstrengende Show werden, aber ich bin mir sicher, eben Frankfurt war bis jetzt immer leibende Location und vom Publikum her immer super. Also ja, ich glaube, dass es wirklich cool wird. Und ich bin froh, dass ich dabei sein kann in den 20 Jahren. Das ist schon mal was. Ja, End of an Era, was wünsche ich mir für die Zukunft? Also ich hoffe, dass es nicht das Ende ist, sondern dass es weitergeht, weil es doch sehr viel Spaß macht. Und ich meine, wir sind ja nicht nur eine Band, sondern wir sind halt auch Freunde, und ich denke, das ist schon was ich nicht missen möchte. Im Endeffekt, wie lange es einen kreativen Schaffensprozess gibt, entscheiden die kreativ schaffen. Und was das zu bedeuten hat und ob wir jetzt aufhören oder ob jetzt eine neue Ära kommt oder nicht, das will ich natürlich noch nicht verraten. Das wird erst verraten beim Konzert in Frankfurt am 19. Wo war das? Ich kann mich das nicht erinnern. Darmstadt, Goldene Krone. Wir sind vor dem Club gesessen und da kommt dann dieser Typ daher und fängt dann, der Hund, seine Augen! Der hat uns, glaube ich, 10 Minuten lang nachher voll gequatscht mit seinem Gedicht, das er uns vorgelesen hat, und da ist um seinen Hund mit den blauen Augen gegangen und lauter crazy people, die man halt irgendwie auf der Straße begegnet.